Warum werden Menschen Narzissten? Warum entsteht in einem Menschen das Bedürfnis, sich über andere zu erheben und gleichzeitig kaum Zugang zu den eigenen Gefühlen zu haben? In diesem Video gehen wir zurück an den Anfang. Dorthin, wo das Selbstbild eines Menschen entsteht. In der Kindheit. Wir zeigen, welche familiären Muster Narzissmus begünstigen und warum hinter dem Wunsch nach Bewunderung oft ein tiefes Gefühl von Mangel steckt. Dieses Wissen hilft, narzisstisches Verhalten zu erkennen, besser zu verstehen und sich zu schützen, wenn man selbst betroffen ist. Die Entwicklung von Narzissmus beginnt oft früh. Schon im Kleinkindalter wird der Grundstein gelegt, durch die Art, wie Eltern auf das Kind reagieren, wie Nähe und Grenzen vermittelt werden. Kinder brauchen Bindung. Sie brauchen das Gefühl, dass sie gesehen, gehört und verstanden werden. Doch wenn Bezugspersonen emotional abwesend, überfordernd oder unberechenbar sind, kann das Selbstbild des Kindes ins Wanken geraten. Einige Kinder entwickeln dann einen Schutzmechanismus. Sie versuchen, die fehlende innere Sicherheit durch äußere Anerkennung zu kompensieren. Sie passen sich an, übererfüllen Erwartungen oder suchen immer wieder Bestätigung von außen. So entsteht der Hang, das eigene Selbst über Leistung, Erfolg oder Kontrolle zu definieren. Auch das Gegenteil kann eine Rolle spielen. Wenn ein Kind ständig bewundert wird, ohne echtes Feedback zu erhalten, wenn es immer besonders sein soll, aber nicht wirklich gesehen wird, kann ebenfalls ein instabiles Selbst entstehen. In beiden Fällen lernt das Kind nicht, wer es wirklich ist. Es lernt, eine Rolle zu spielen. Und genau diese frühe Prägung kann später zu narzisstischem Verhalten führen. Nach außen stark, nach innen fragil. Auf andere wirkend, aber innerlich abgeschnitten. Nicht jedes Kind, das emotional vernachlässigt wurde, wird narzisstisch. Aber fast jeder Mensch mit narzisstischen Zügen hat in seiner Kindheit zu wenig echte, feinfühlige Zuwendung erfahren. Emotionale Vernachlässigung bedeutet nicht zwangsläufig Gewalt oder offene Ablehnung. Oft sind es die kleinen, ständigen Momente des Übersehenwerdens, wenn ein Kind spürt, dass seine Gefühle keine Rolle spielen, wenn es lernt, dass es nur dann Aufmerksamkeit bekommt, wenn es leistet, funktioniert oder sich anpasst. In solchen Situationen entwickelt ein Kind eine tiefe Verunsicherung. Bin ich überhaupt liebenswert, so wie ich bin? Darf ich überhaupt fühlen, was ich fühle? Diese Unsicherheit bleibt nicht in der Kindheit. Sie wächst mit. Und irgendwann entsteht daraus der Wunsch, das verletzliche Innere hinter einer Fassade zu verstecken. Statt sich selbst zu spüren, wird das Außen wichtiger. Erfolg, Status, Anerkennung. Narzissten brauchen diese äußere Bestätigung, weil im Inneren etwas fehlt. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil niemand da war, der ihnen früh gespiegelt hat, du bist genug, auch ohne Maske. Das Problem: Wer nie gelernt hat, mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu sein, tut sich auch schwer, die Gefühle anderer zu verstehen. Und genau das fehlt dann später, in Partnerschaften, Freundschaften, im Umgang mit Kritik. Die gute Nachricht ist: Selbstmitgefühl, emotionale Reife, Empathie. All das lässt sich auch später noch entwickeln. Aber es beginnt mit der Bereitschaft, hinzusehen, zurückzugehen und die eigene Geschichte zu verstehen. Ablehnung in der Kindheit trifft tiefer, als viele glauben. Sie zeigt sich nicht nur in harschen Worten oder Strafen, sondern auch in Schweigen, in Blicken, in Vergleichen mit anderen. Ein Kind, das das Gefühl bekommt, nie zu genügen, beginnt, an sich selbst zu zweifeln. Es fragt sich, was stimmt nicht mit mir? Es beginnt sich anzupassen, zu gefallen, zu leisten, still zu sein. Und manchmal entwickelt es Strategien, um die innere Leere zu füllen, zum Beispiel durch Überkompensation, durch Großspurigkeit oder durch Rückzug. Das Gegenteil von Ablehnung ist nicht Verwöhnung, sondern echte emotionale Verbundenheit. Ein sicheres Gefühl. Ich werde gesehen. Ich darf sein. Ich werde gehalten. Auch dann, wenn ich Fehler mache. Diese Verbundenheit schafft Vertrauen. Nicht nur ins Außen, sondern vor allem ins eigene Selbst. Sie bildet die Basis für ein stabiles Selbstwertgefühl, das nicht bei jedem Gegenwind ins Wanken gerät.
Menschen, die früh abgelehnt wurden, tragen oft ein altes Muster in sich. Sie klammern in Beziehungen oder ziehen sich vollständig zurück. Sie suchen Bestätigung und haben gleichzeitig Angst vor Nähe. Sie wollen Verbindung und spüren doch, dass etwas sie zurückhält. Diese inneren Widersprüche machen es schwer, gesunde Beziehungen aufzubauen. Doch das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Der erste Schritt: sich bewusst machen, woher diese Muster kommen. Der zweite: sich erlauben, neue Erfahrungen zu machen. In Beziehungen, die auf Respekt beruhen, in Kontakten, in denen echte Nähe entstehen darf, Schritt für Schritt. Denn so wie Ablehnung geprägt hat, kann Verbundenheit heilen. Manchmal beginnt das mit einem einzigen Menschen, der dich sieht. Und manchmal bist du selbst dieser Mensch. Für dich. Empathie entsteht nicht von allein. Sie wächst. Durch Erfahrungen, durch Kontakt, durch das Erleben von Gefühlen, den eigenen und den fremden. Ein Kind lernt Empathie nicht durch Worte, sondern durch Beziehung. Wenn es merkt, meine Gefühle sind willkommen. Wenn jemand da ist, der spürt, was los ist, ohne dass man es erklären muss. Wenn Tränen getrocknet werden, nicht durch Ablenkung, sondern durch echtes Dasein. So entsteht Mitgefühl. Für andere und auch für sich selbst. Doch was passiert, wenn diese Erfahrung fehlt? Wenn ein Kind seine Gefühle allein regulieren muss? Wenn Schmerz ignoriert oder abgewertet wird? Dann kann sich Empathie nicht entfalten. Es entsteht eine Leere oder ein Schutzmechanismus. Statt Mitgefühl entwickelt sich manchmal Kälte oder Gleichgültigkeit. Menschen, die nie gelernt haben, wie man Emotionen einordnet, haben es schwer, mitfühlend zu reagieren. Nicht, weil sie es nicht wollen, ganz einfach, weil sie es schlichtweg nicht kennen. Und trotzdem, Empathie lässt sich nachlernen durch bewusstes Erleben. Achtsamkeit kann helfen, wieder einen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu finden. Zu spüren, was da eigentlich in einem selbst vorgeht, jenseits der Schutzschichten. Und erst wenn du mit dir selbst verbunden bist, kannst du dich auch wirklich in andere einfühlen. Wohlgefühl ist dabei Voraussetzung. Denn wer nie erfahren hat, wie sich emotionale Sicherheit anfühlt, wird sich schwer damit tun, sie anderen zu schenken. Das bedeutet nicht, dass jemand zu kalt oder unfähig zur Liebe ist. Es heißt nur, es gibt einen blinden Fleck. Und dieser Fleck darf neugierig betrachtet werden, ohne Scham, ohne Druck. Empathie beginnt nicht im Kopf, sie beginnt im Körper, im Herzen und oft in den Momenten, in denen man selbst gehalten wird. Vertrauen ist etwas, das entsteht. Langsam, Schritt für Schritt. Ein Säugling kommt zur Welt, vollkommen abhängig und darauf angewiesen, dass jemand reagiert. Wenn er weint, wenn er Hunger hat, wenn er Nähe sucht. Wenn diese Reaktionen zuverlässig kommen, wächst im Kind ein Gefühl von Sicherheit. Die Welt ist ein Ort, auf den ich mich verlassen kann. Und daraus wächst Urvertrauen, die Basis für alles, was später kommt. Doch was passiert, wenn diese Sicherheit fehlt? Wenn Nähe unberechenbar ist, wenn Zuwendung mal da ist und dann wieder entzogen wird. Oder wenn das Kind zu spüren bekommt, ich bin nur dann willkommen, wenn ich funktioniere. Dann entsteht kein Vertrauen, sondern Vorsicht. Ein ständiges Abtasten. Bin ich gerade okay? Darf ich so sein, wie ich bin? Das führt später oft dazu, dass Menschen sich schwer tun, sich wirklich einzulassen. Manche klammern, aus Angst, wieder verlassen zu werden. Andere ziehen sich zurück, bevor es jemand anderes tun kann. Beides sind Schutzmechanismen. Und beides ist nachvollziehbar. Denn wer einmal erlebt hat, wie schmerzhaft gebrochenes Vertrauen ist, der will sich davor schützen, dass es wieder passiert. Die gute Nachricht: Vertrauen kann wieder wachsen. Es braucht nur Zeit und Erfahrungen, die zeigen, diesmal ist es anders. Ein Mensch, der bleibt. Ein Gespräch, das nicht abgewertet wird. Ein Gefühl, das geteilt werden darf, ohne dass jemand lacht oder wegsieht. Das sind kleine Schritte. Aber sie verändern viel. Sie lassen das Nervensystem langsam entspannen. Und sie machen wieder Platz für Nähe, ohne Angst davor, sich selbst zu verlieren.
Wenn du in deinem Leben Schwierigkeiten hast, zu vertrauen, dann liegt das nicht an dir. Es ist ein Zeichen dafür, dass du gelernt hast, dich zu schützen. Und vielleicht ist jetzt die Zeit, diesen Schutz zu hinterfragen. Nicht, weil er falsch war, sondern weil du heute andere Möglichkeiten hast. Eine Beziehung mit einem Menschen, der stark narzisstisch geprägt ist, beginnt oft wie ein Märchen. Da ist jemand, der dich auf ein Podest hebt, der genau zuhört, charmant ist, aufmerksam. Du fühlst dich gesehen, vielleicht zum ersten Mal wirklich. Doch mit der Zeit verändert sich etwas. Die Bewunderung weicht Kritik. Aus Aufmerksamkeit wird Kontrolle. Und aus dem warmen Gefühl der Nähe ein ständiges emotionales Auf und Ab. Menschen mit narzisstischen Zügen fällt es schwer, sich wirklich einzulassen. Sie haben ein starkes Bedürfnis, ihr Selbstbild aufrechtzuerhalten. Und das gelingt ihnen oft nur, wenn sie sich überlegen fühlen. In einer Partnerschaft bedeutet das, es geht nicht um ein Wir, sondern oft nur um das Ich des Narzissten. Die Bedürfnisse des anderen geraten dabei schnell in den Hintergrund. Vorwürfe, Schweigen, Abwertung. All das kann Teil dieser Beziehung werden. Oft so subtil, dass man es kaum merkt. Bis man irgendwann das Gefühl hat, sich selbst verloren zu haben. Wer mit einem Narzissten zusammenlebt, stellt irgendwann fest, die Beziehung fühlt sich anstrengend an, weil echte Gegenseitigkeit fehlt. Doch genau das macht eine gesunde Partnerschaft aus. Dass beide sich zeigen dürfen, mit allem, was sie sind. Und dass Bedürfnisse kein Machtkampf sind, sondern Raum zum Wachsen. Wenn du das Gefühl hast, in einer Beziehung festzustecken, in der du ständig gibst und wenig zurückkommt, dann darfst du dich fragen, was gibt mir diese Verbindung und was nimmt sie mir? Es geht dabei nicht darum, den anderen zu verändern. Es geht darum, dich selbst wieder zu spüren und dir zu erlauben, Grenzen zu setzen, wo du dich selbst zu verlieren drohst. Manchmal braucht es dafür Unterstützung, ein Gespräch, ein Coaching, eine Therapie. Und manchmal braucht es vor allem die Erlaubnis, sich selbst ernst zu nehmen. Du bist nicht zu sensibel, nicht zu anspruchsvoll. Du hast ein Recht auf Verbindung, die nährt, nicht auf Beziehung, die erschöpft. Wenn wir uns mit der Entstehung von Narzissmus beschäftigen, dann geht es nicht darum, Schuldige zu finden. Es geht darum zu verstehen, wie aus Schutzmechanismen Persönlichkeitsmuster werden, wie aus fehlender Nähe ein Hunger nach Bewunderung entsteht und wie Verletzungen aus der Kindheit sich leise in Beziehungen einschreiben, oft ein Leben lang. Narzissten sind nicht einfach böse Menschen, aber sie können durch ihr Verhalten andere tief verletzen. Und das macht es so wichtig, beide Seiten zu sehen, die Entstehung und die Wirkung. Wenn du mit einem narzisstisch geprägten Menschen zu tun hast, ist Wissen dein stärkster Verbündeter. Es hilft dir zu erkennen, was passiert. Es hilft dir, dich abzugrenzen, wo du dich bisher immer wieder selbst hinterfragt hast. Du darfst Grenzen setzen. Du darfst deine Bedürfnisse ernst nehmen. Und du darfst dich aus Beziehungen lösen, in denen du dich nicht gesehen, sondern ausgenutzt fühlst. Gleichzeitig lohnt es sich, den Blick nach innen zu richten. Was hat mich in diese Beziehung geführt? Welche Muster wiederholen sich vielleicht in meinem Leben? Und was darf ich heute anders machen, um besser für mich zu sorgen? Heilung bedeutet, dass du wieder handlungsfähig wirst, dass du dich erinnerst. Du darfst dich schützen. Und du darfst wachsen, auch aus schmerzhaften Erfahrungen. Wenn dich dieses Video berührt hat und du spürst, dass du dich befreien möchtest, dann lade ich dich ein. Hol dir Unterstützung. Du musst diesen Weg nicht allein gehen. Auf meinem Kanal findest du viele weitere Inhalte, die dich stärken und dir Orientierung geben können. Und wenn du magst, schreib in die Kommentare, was dir aus diesem Video besonders nachgeht. Denn oft liegt gerade in der ehrlichen Auseinandersetzung der erste Schritt zur Veränderung. Abonniere den Kanal, wenn du keine Folge verpassen willst. Und vergiss nicht, du bist es wert, dich selbst an erste Stelle zu setzen. Nicht irgendwann, sondern heute. Bis zum nächsten Mal.